Ah, jetzt da er ja das machen kann, bisschen Gewächs machen, kommen wir auch hier hin. Und da ist die Eule. Ja. Ah, huhu. Okay. Lebenssphäre. Eine farbenfrohe Sphäre, deren Zweck unbekannt ist. Sie wird umhergerollt, entsteht ein Vakuum, dem nichts entkommt. Also lieber nicht berühren. Okay. Hu. There's history in the air here. I can smell it. I don't smell anything. Don't encourage him. Ach, war das ein Artefakt? Ja, lebhafte Sphäre. Aufzeichnungen mitnehmen. Okay, was macht das? Aufzeichnungen mitnehmen. Ermöglicht nach Abschluss des Spiels das Verwenden deiner Handbucheinträge in einen neuen Spiel Plus. So. Ursprung Katamari Damacy. Bandai Namco Entertainment. Okay. Weste der Geheimnisse. Eine Weste gefertigt von einem Handwerksmeister aus fernem Lande. Sie wurde nur aus den besten Materialien und in stundenharter Arbeit genäht. We got some good equipment. I can't say its appearance is to my tastes, personally. Na dann. Weste der Geheimnisse. Gut. So gut. Auf geht's nach Usebeck wieder. Schon wieder Nacht geworden. Die Grillen zirpen. Wie sieht's aus? Wie es aussieht, habt ihr wohl den Brief gefunden. Allerdings, habt ihr ihn dorthin gelegt? Nee, das war Zephyr, nachdem Lore abgehauen ist. Er hat ihn hier zurückgelassen, falls ihm etwas zustoßen und er Lore nicht mehr wiedersehen würde. Wie er und Lore sich wiedersehen, das hätte er sich nie ausmalen können. Hey, Kopf hoch, Kleiner. Du glaubst doch nicht etwa immer noch, dass wir dir die Schuld dafür geben, was passiert ist, oder? Hör mal, ich will dir nichts vormachen. Es tut weh, jemanden wie Zephyr zu verlieren. Er war für uns alle eine Vaterfigur, weißt du? Aber wenn man sich, wie wir, den Kampf gegen die Renea verschrieben hat, dann muss man immer darauf vorbereitet sein, Freunde oder mehr zu verlieren. So wie ich Zephyr kenne, hat er dir wahrscheinlich keinen sehr langen Brief geschrieben, stimmt's? Als deine Eltern sich kennenlernten, war deine Mutter auch eine Widerstandskämpferin. Wusstest du das? Das habe ich mir schon gedacht. Sie hat sich vom Kampf an der Front zurückgezogen, weil du geboren wurdest. Sie blieb zurück und beschützte dich, während dein Vater doppelt so hart für euch beide kämpfte. Das war zumindest die Abmachung. Dein alter Herr hat nur einmal dagegen verstoßen. Da machte er sich auf die Suche nach Medizin, um die Krankheit deiner Mutter zu heilen. Wie du sicher weißt, war er nicht rechtzeitig damit zurück, bevor sie starb. In all den Jahren, die ich ihn kannte, war das die einzigste Situation, in der er aus egoistischen Gründen handelte. Ich hatte keine Ahnung. Er hat mir nie etwas davon erzählt. Er zeigte einfach, dass er dich und deine Mutter in all der Zeit nie vergessen hat. Er hat euch beide sehr geliebt. Ja, und ich habe es genommen und einfach weggeworfen. Also was hast du jetzt vor, jetzt wo du weißt, wie wichtig du deinem Vater wirklich warst? Ich weiß es nicht, ich muss in Ruhe darüber nachdenken. Aber eins ist sicher, ich will zu einem Mann heranwachsen, auf den meine Eltern beide stolz sein können. Alright. Gute Antwort. In dem Fall habe ich noch etwas, was ich dir geben möchte. Das ist ein Ring, den Zephyr stets bei sich trug, oder? Der ist von meiner Mutter. Er gehört dir, Kleiner. Du bist bereit. Verschwende dieses Leben nicht, für das deine Eltern so hart kämpfen mussten. Das werde ich nicht. Vielen Dank, ihr beiden. Zephyrs Ring. Ein Ring, der Zephyr sehr kostbar war und den er immer bei sich trug. Ein Symbol der familiären Bindung zwischen Zephyr und Lore. Und Morgendämmerungsgüte. Fackelträger.
Fackelträger. Neue Waffen. Morgendämmerung. Naja. So toll sehen sie jetzt nicht aus. Aber gut, sie sind besser. Nächstes Nebenquest. Nein, er ist wie ein Zephyr's Grab. You okay, Law? You seem kind of quiet. I'm fine. Just feels a little weird returning home now that my dad's not here, I guess. Oh man, sorry. I didn't mean to bum you out too. So I guess that means you'll be visiting your dad's grave while you're here. Right, Law? His grave? What are you, nuts? There is no grave. The Rena would only destroy it the moment they found it. Back before Calaglia was liberated, dead slaves would be dumped in mass burial sites. Either that or thrown on top of a bonfire. We got used to cremating our own to deny them the pleasure. Then we'd sprinkle the ashes from high up as a way of returning them to the motherland. It's all we could do. That's the ceremony we had when my mom died, too. But that was back then, right? Calaglia is liberated now. There's nothing to stop you from raising a true grave anymore. I suppose you've got a point. Once you've been doing something for generations, though, it sort of begins to take root. It's a tradition of its own now. My dad wouldn't want that anyway. Cheap and simple, he'd say. Besides, I can't treat him differently than my mom. They might not end up meeting on the other side. I hadn't thought of it like that. Wow, imagine. The two of them reunited. Back home where they belong. They're probably watching over us right now. At one with great Dana. There's something almost poetic about it. That's why I can't afford to screw up. If I know my pops, something as paltry as death won't stop him from coming to box my ears. Still, better than being left alone, I guess. Better than never knowing. You hear that, Dad? I'll make you proud. You'll see. Schön, schön. Keine weiteren Quests hier, aber hier in Soslodian. That was quite the little adventure we went on. Flüchtige Let's see Ähnlichkeit. what's going on around here. Yeah, there might be someone who could use our help. Hey, Rinwell, tell me about your parents. What were they like? They were kind. That's the part I like to remember. They could also be strict, though, especially when it came to magic. I never understood why I had to work so hard to learn magic. Why we couldn't just be done with it and live openly like everyone else. Needless to say, that didn't go over well. Of course, if I'd had known that one day I'd be doing this, I would have taken my studies more seriously. What about your parents? Same deal. Run through the mill. Told constantly that training was the only way to survive in a world like this. It got bad enough that I ended up running away and siding with the Renans of all people. And now, I've got that training to thank for being alive. I know how that feels. The first time we met, you risked using your magic to stop me from kicking my dad's ass. You could have done anything else. You could have ignored it. So, why? Yeah, I guess something about Zephyr reminded me of my own father. You don't say. So, did your pops and mine look a lot like each other? Not really. Not at all, in fact. I don't know how to explain it. I just felt a resemblance, I guess. Wow. Well, I won't pretend I understand, but I'm glad. Your dad must have been a great guy. He was. Stürmisches Wetter. Maybe it's the snow soaking up all the sound, but something about Sislodia always feels mysterious to me. Solemn, almost. When it comes to solemnity, I'd say our own Octalina Palace is no slouch. I won't argue with you there.
Still, that azure tint of the shadows on the silvery white snow, it has a certain indescribable quality. Indeed. It was boorish of me to even suggest such a comparison. All I know is it's freaking cold. Still, more pleasant now that the locals aren't quite as frosty towards us. Well, excuse me if I'm too frosty for your warm self. Oh, come on! You know I didn't mean you. Besides, really, I'm the one who... How about we stop getting hung up on the past for a change? Take what you've learned and put it to use in the future instead. An unexamined past can be just as dangerous in its own right. Better that than obsessing over it like a certain someone I know. Kisara doesn't mince her words, does she? I could say the same thing about one or two of the other women around here. Tell me about it. I think I'll refrain from commenting on this one. Eine liebenswürdige Eule. Hudel. Hoodle, I've got some dried fish for you. You want some? Forget that. Doesn't some tasty red meat sound better, boy? Hey! Stop trying to coax him away with treats. Get your own adorable sidekick if you're so desperate for one. He appears to enjoy being the center of attention. Funny how things change. He and Rinwell used to be joined at the hip, or shoulder to talon. It's not just Hootle who's become more trusting. Isn't that so, Rinwell? They do say pets and their owners act alike. I suppose since we've been together, I've done my share of coming out of my own shell too. Well then, I guess with you and Hootle, that makes us all one big happy family. Sometimes when I'm deep in thought, Poodle will come over and sit next to me. I only wish I could actually pet him. Oh, you will someday. You won't believe how soft he is. Wish I had that problem. I'm lucky if I can so much as look at old Featherbrain without him trying to claw me to ribbons. Really? He seems tame enough around everyone else. Maybe it's just Hoodle's way of establishing dominance? That's dogs, not owls. What's going on when Hootle pecks at you? I don't know. Like when I'm talking to Rinwell, it's like he's trying to muscle me out or something. Oh, Eifersucht. Unless... Wait, you don't suppose I make him jealous? Come again? Ow! Get off of me, you insecure fluff ball! I rather think they make a good comedic pairing. So. Ihr da, ja ihr. Sucht ihr nach einem Ort, wo ihr mal 5 gerade sein lassen könnt? Was? Das klingt überhaupt nicht verdächtig. Nein, tut es nicht. Wenn er sagt, dass es dort nett ist, müssen wir doch wenigstens mal vorbeischauen. Okay. In Ordnung, wir kommen mit. Genau die richtige Einstellung. Also folgt mir. Hier geht's lang. Schöne neue Welt. Was ist das für ein Ort? Es gibt hier eine heiße Quelle, also habe ich in der Nähe eine kleine Hütte gebaut. Was haltet ihr von einem Bad? Hört sich gut an. Was ist eine heiße Quelle? An solchen Quellen erreicht heißes Wasser aus dem Boden die Oberfläche. Sie sind so etwas wie die Freibäder der Natur. Oh, es geht ums Schwimmen? Da bin ich raus. Klingt viel zu anstrengend. Stellt es euch wie eine riesige Badewanne vor, in der ihr die Schönheit der Natur genießen könnt. Wollt ihr eure Muskeln nicht Erholung gönnen? Also ich hätte Lust auf einen Abstecher. Moment. Meinst du etwa mit allen zusammen? Was? Natürlich nicht. Wir Frauen zuerst, dann ihr. Das ist unmöglich. Niemand nimmt vor mir ein Bad. Hey, das kann ja heiter werden. Na schön, dann klären wir das fair und gerecht. Mit Schere, Stein, Papier. Niemand siegt gegen das Haus Ilquaras. Okay, heiße Quelle, jetzt kommen wir. Auf einmal hast du doch Lust. Und du, Alim? Will er mit Klamotten baden? You're not undressing, Dohalim?
Oh, yes. I'm used to having an attendant handle such things. Could I trouble you to undress me? Was? Us? No way! Why the hell am I doing this? Lift your leg, would you, Dohalim? Thank you. Ah, you really do have knickers! Oh Gott. Er trägt keine Unterhose. Boah, baumelt gut. Jetzt nicht. Gibt's doch nicht her. This does feel kind of nice. It was certainly worth the trip. I feel more tired than ever, though. Dohalim? What was that for? Hmm? Oh, it's to have the servant man bring me a drink, of course. Is drowning other guests allowed in this place? This is nice. Still, it's a little lukewarm. The temperature? I find it just right. If anything, it's too hot. Really? It's not hot enough for me. Be right back. I'm gonna borrow the blazing sword from Shion. Man, he's gotta be joking. Oh. Oh. Shion, I need a favor. Alphen, you're... Geil. What? But I... Nein. Zu geil. Zu geil. That was a fine bath indeed. Yeah, we should do that again sometime. Some walls are better left standing. Schön. Ich habe doch gesagt, dass es hier nett ist, oder? Wenn ihr noch mal Lust habt, sagt einfach Bescheid. Yeah. Ja, einige von uns sind noch nicht dazu gekommen, ein Bad zu nehmen. Dampfendes Handtuch. Ein einfaches Handtuch, das aus Notwendigkeit getragen wird. In heißen Quellen kann man es gern umhaben, aber lieber nicht in der Badewanne. Ein gewöhnliches Handtuchloch ist niemand, der sich auf seinen Lorbeeren ausruht oder hat vor, seinen Körper weiterhin zu stehlen. Aber das Handtuch, laut Dohalim ist es nicht nötig, aber des Anstands willen trägt er es dennoch. Okay, jetzt habe ich alle in Badeunterhosen. I think it's safe to rest here now. Oh Mann. Yeah. Die Frauen leider nicht. Sehr ärgerlich, dass die nicht baden konnten. Ah, köstlich. Warte, er hat noch eine? Yeah! Hey, ihr seid ihr für noch ein Bad hier? Später würde ich sagen, weil ich wurde runter zitiert.